Dieser Dachhimmel wurde bereits ausgebaut, wie in den meisten Fällen aus demselben Grund. Der originale Kleber hat über die Jahre nachgegeben, der Schaumstoff hat sich zersetzt und irgendwann hing der Stoff einfach runter. Was übrig blieb, ist genau das hier. Eine Dachschale mit alten Kleberresten und zerfallenem Schaumstoff. Der alte Bezug sieht auf der Rückseite fast genauso aus. Das wirkt erstmal unspektakulär. Aber genau dieser Zustand ist die eigentliche Herausforderung. Denn wenn alles, was jetzt nicht richtig vorbereitet wird und mit dem falschen Kleber befestigt wird, fällt dir später auf die Füße oder besser gesagt auf den Kopf. Damit dir das nicht passiert, schau dir das Video an. Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich dir Schritt für Schritt, wie man einen alten Dachhimmel aufbereitet. Also wie man die Dachschale reinigt, den Stoff aufbereitet, den richtigen Kleber aussucht und eine solide Basis schafft, damit die spätere Verklebung langfristig hält. So, und jetzt bevor ich beginne, noch ein kurzer Hinweis. Das Video zum Thema Dachhimmelausbau habe ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt geht's weiter. Wir haben hier zwei Seiten, die zusammen funktionieren müssen. Die Dachschale, das ist der Träger, und den Stoff, der später wieder sauber aufliegen soll. Beide Flächen müssen tragfähig sein, das heißt frei von alten, losen Materialien. Wenn nur eine Seite schwächelt, funktioniert die ganze Verbindung nicht. Ich beginne mit der Dachschale. Hier sitzt noch die komplette alte Schaumschicht. Die hat sich über die Jahre zersetzt und ist im Prinzip nur noch eine weiche, bröselige Masse. Das Ziel ist, die Schicht vollständig zu entfernen, damit man wieder eine tragfähige Oberfläche hat. Die Auswahl des richtigen Werkzeuges ist an dieser Stelle sehr wichtig. Die Kunststoffspachtel wird zwar keine Schäden an der Oberfläche verursachen, sie schafft aber nicht, die Schaumstoffreste zu entfernen. Ich nehme dafür deshalb eine weiche Messingbürste. Die hat genau die richtige Härte. Also stark genug, um den Schaum zu lösen, aber nicht aggressiv, dass dabei die Oberfläche beschädigt wird. Ich arbeite flächig mit leichtem, gleichmäßigem Druck. Keine Hektik und kein punktuelles Schrubben. Dabei entferne ich regelmäßig den losen Schaumstoff mit einem Handfeger. Dadurch behalte ich Überblick, welche Bereiche noch behandelt werden müssen. Das hört sich sehr einfach an, aber genau hier kann man den ersten großen Fehler machen. Mit zu viel Druck oder mit falschem Werkzeug kann man die Struktur der Dachschale beschädigen. Genauso wichtig ist es, dass man die Schaumstoffreste und den Staub vollständig entfernt. Nur so kann der Kleber langfristig die volle Leistung bringen. Übrigens, alles was man für die Reparatur benötigt, habe ich dir mit den aktuellen Preisen in der Videobeschreibung verlinkt. Schau dir das an. So, jetzt aber zur Sache. Die Dachschale sieht schon ganz gut aus. Nur an dieser Stelle blieb noch ein dunkler Fleck. So wie es aussieht, ist es Kleber, der wahrscheinlich nachträglich aufgetragen wurde. Um ihn zu entfernen, werde ich jetzt den Silikonentferner und einen Lappen benutzen. Und so sieht es jetzt aus. Der Kleber wurde entfernt. Das, was geblieben ist, ist diese Verfärbung, die aber nicht schlimm ist. Im nächsten Schritt wird die Dachschale mit dem Silikonentferner entfettet. Und dann werde ich mich mit dem Bezug beschäftigen. So, jetzt ist der Dachhimmel dran. Er ist unbeschädigt und sauber. Deshalb werden wir ihn wiederverwenden. So werden wir die originale Optik behalten. Auf der Rückseite gibt es aber dasselbe Problem. Alte Schaumstoffreste, die nicht mehr tragfähig sind. Deshalb muss auch hier diese Schicht entfernt werden. Hier allerdings deutlich vorsichtiger als bei der Dachschale. Ich benutze wieder die weiche Messingbürste, aber weniger Druck, kein aggressives Bürsten, sondern mit Gefühl arbeiten. Auch hier lautet das Ziel, eine saubere, gleichmäßige Rückseite ohne Kleber und Schaumstoffreste herzustellen. So, und jetzt haben wir zwei vorbereitete Flächen. Eine stabile Dachschale und einen sauberen Stoff. Und erst wenn beide Seiten so vorbereitet sind, kann der Kleber seine Arbeit richtig machen. Aber welcher Kleber ist der richtige? Hier kann man nämlich eine ganze Menge falsch machen. Denn die beste Vorbereitung nutzt nichts, wenn man sich für den falschen Kleber entschieden hat. Er muss deshalb temperaturbeständig sein, sonst wird er schon im ersten Sommer schwächeln. Es gibt verschiedene Kleber, die in Frage kommen.
Ich habe mich aber für diesen hier entschieden, weil ich mit ihm schon gute Erfahrungen gemacht habe. Übrigens, ich habe diesen Kleber selbst gekauft, deshalb ist es keine Werbung, sondern nur eine Dokumentation meiner Reparatur. Jetzt aber wieder zur Sache. Der Kleber muss für den Gebrauch ordentlich geschüttelt werden. Er kann sowohl gesprüht als auch mit einem Pinsel aufgetragen werden. Dabei muss man beachten, dass die Umgebungstemperatur mindestens 15 Grad Celsius beträgt. Ansonsten besteht das Risiko, dass er nicht die volle Klebekraft erreicht. Um die passende Temperatur müssen wir uns heute keine Gedanken machen. Deshalb legen wir jetzt los. Ich habe mich fürs Pinsel entschieden und fange mit der Dachschale an. Ich trage hier eine dünne und gleichmäßige Schicht auf. Dabei fällt mir sofort auf, dass die Oberfläche der Dachschale sehr stark saugfähig ist. Das bedeutet, dass der Kleberverbrauch steigen wird und dass es deutlich länger dauern kann. Damit es schneller geht, werden wir das deshalb zu zweit machen. Ja, und so sieht es aus. Wir haben die erste Kleberschicht aufgetragen. Zu zweit ging es relativ schnell. Dabei haben wir aber fast eine ganze Dose Kleber verbraucht. Das ist deutlich mehr als geplant. Zum Glück, in weißer Voraussicht, habe ich noch eine zweite Dose bestellt. Es wird also keine böse Überraschung geben. Jetzt aber zur Sache. Wir warten jetzt 20 Minuten, damit die erste Kleberschicht ordentlich ablüften kann. Und dann werden wir die zweite Schicht auftragen. Hier haben wir fast die gleiche Vorgehensweise. Den Kleber auftragen, aber danach nur ganz kurz ablüften lassen. Und wenn das sichergestellt ist, dann kann man zu dem nächsten Schritt kommen. Hier wird der Stoff mit der Dachschale verbunden. Dafür braucht man aber am besten noch 2 weitere Helfer. Alleine ist es unmöglich und zu zweit sehr schwierig. Deshalb werden wir den Arbeitsschritt zu dritt erledigen. Und so sieht es aus. Hier muss man sehr viel Geduld haben und sehr genau arbeiten. Jede kleine Ungenauigkeit muss sofort korrigiert werden. Ansonsten fällt dir das später auf die Füße. In unserem Fall kleben wir den alten Stoff und dadurch ist die Herausforderung noch größer. Hier sind die ganzen Öffnungen schon vorgefertigt, deshalb muss man sehr genau arbeiten und dabei berücksichtigen, dass der Stoff beim Kleben sich ausdehnt und dass es dadurch zu unerwünschten Materialverschiebungen kommen kann. Im schlimmsten Fall kann es vorkommen, dass man die vorgefertigte Öffnung nicht an der richtigen Stelle hat. Deshalb empfehle ich für diese Aktion immer, neuen Stoff zu verwenden. In diesem Fall werden die Öffnungen erst nach dem Kleben ausgeschnitten. Und das erleichtert die Arbeit enorm. Der Besitzer dieses Wagens hat sich aber den alten Stoff gewünscht, deshalb beißen wir den sauren Apfel und versuchen das Beste draus zu machen. Und obwohl die Aufgabenstellung nicht ganz so einfach war, sieht es jetzt schon ziemlich gut aus. Jetzt nur noch mit einem feuchten Lappen die Fläche reinigen und dabei leicht drücken, damit der Stoff sich mit der Dachschale richtig verbinden kann. Damit werden noch die restlichen Unebenheiten ausgeglichen und behoben. Und das ist jetzt schon der vorletzte Arbeitsgang. Wenn er erledigt ist, kommen wir zu dem Finish. Hier werden im Randbereich die letzten Korrekturen durchgeführt. Dafür benutzen wir den Pinsel, Kleber und einen Lappen. Das Ziel ist es jetzt, dass die Klebeverbindung an dieser Stelle keine Schwächen zeigt. Und wenn das sichergestellt ist, dann ist die Aktion beendet und dann können wir uns das Ergebnis anschauen. Also, ich persönlich finde, dass es richtig gut geworden ist. Obwohl die Herausforderung bei dem alten Stoff immer so groß ist, ist es uns gelungen, alle vorgefertigten Öffnungen an die richtigen Stellen zu bringen. Besonders schön ist es hier geworden. Das ist schon sozusagen fast perfekt. Es gibt aber auch eine Stelle, die nicht ganz so gut geworden ist. Sie befindet sich hier. Das ist nicht ganz optimal, aber geht gerade so. Das kann man noch verdauen. Und hier noch ein Blick auf die Gesamtheit. So, und jetzt bist du dran. Schreib in die Kommentare, wie du das Ergebnis findest. Und gib dem Video den Daumen hoch, wenn du meinen Kanal unterstützen möchtest. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.